Servus Leute, herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ja, hey, hier stehen richtig zwei Verrückte und ich habe heute Besuch da. Und zwar, das ist der Oliver. Vielleicht kennt ihn der einen oder anderen schon von früher. Moin, moin. Servus Olli, servus, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ja, aus dem hohen Norden. Gipfelholz hat ja früher Ollis Bausatz ja schon mal gebaut hier. Da steht das gute Feuerrohr und wir zwei haben jetzt was richtig Geiles vor. Wir hatten eine Idee und haben gesagt, wir bauen das größte Feuerrohr der Welt, Leute. Genau, aber das wird mal richtig heftig. Wir haben uns jetzt hier mal ein Glas besorgt. Olli, übernimm du jetzt mal ganz kurz. Okay. Was hast du hier für ein Glas? Also ich habe meinen Glashersteller mal kontaktet und der hat mir das Größte, was er so besorgen kann, besorgt. 25 cm Durchmesser und 1,50 Meter werden die produziert. Er hat mir auch angeboten, das Ding auf 3 Meter zusammenzuschweißen. Das Problem ist nur, dass ich das nicht ins Auto reinkriege und mit Sicherheit nicht heile hergekriegt hätte. Also haben wir uns noch ein zweites davon mitgebracht. Das heißt, wir stellen nachher zwei übereinander, haben wir dann 3,50 Meter. Jetzt aber müssen wir den Leuten erstmal erklären, hey, dieses Rohr hat einen 10 cm Durchmesser und ist 1,20 Meter lang, okay? Das hat 25 cm und ist 1,50 und wir wollen zwei aufeinander stellen. Das heißt, allein mit dem Glasrohr werden wir auf 3 Meter kommen. Das Feuerrohr ist geplant, jetzt mal geplant. Und Leute, wir wissen echt nicht, ob das überhaupt funktioniert. Ob wir dieses Feuerrohr überhaupt auf die Reihe bekommen. Haben wir da eigentlich schon eine Wette? Haben wir da schon eine Wette gemacht? Da haben wir noch keine Wette, aber ganz ehrlich, das werden wir sehen. Borat. Und Leute, bleibt einfach mal jetzt dran. Wir werden losstarten, wir gehen ein bisschen mehr ins Detail und seid gespannt, ob wir das überhaupt hinbekommen, dieses Feuerrohr. Super geil, oder? Also, ich habe das mal vorbereitet. Wir haben das hier mal durchgerechnet. Nein, Spaß beiseite. Prost erstmal. Das ist unser erstes Bier hier. Prost, Leute. Also, um die Dimensionen zu verdeutlichen. Das ist das Außenrohr, auf dem nachher das 10 cm Glasrohr steht. Das ist das. Das wird nachher der Ring. Den werden wir nachher mit großem Blech natürlich machen. Den brauchen wir, um das 25er Rohr zu stellen. Das sind dann die Dimensionen. So, das ist das Brennerrohr. Das ist ein 120er Rohr. Und wir haben hier im Original Feuerrohr haben wir hier ein 50er Rohr verbaut. Das heißt, das wird unser neues Brennerrohr. Das müssen wir hier noch abflexen. Und dann haben wir schon mal diesen Teil. Also ihr müsst jetzt mal die Dimensionen sehen. Ich glaube, wir brauchen später, wenn wir die Pellets reinkippen in den Tank, wir brauchen da, glaube ich, einen Heizer. Wir haben da ein 120er Rohr, Leute. Für einen kurzen Brennertest habe ich mal 3 Säcke A15 Kilo mitgebracht. Also so sitzt das dann nachher da drauf. Und dann kommen da noch die Flügel zwischen. Hey, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich habe echt keine Ahnung, ob das funktioniert. Aber wir lassen uns echt mal überraschen. Saugeil. Wir werden jetzt erstmal das Brennerrohr abflexen. Wir haben einen Winkel von, was haben wir gehabt? 30 Grad. 30 Grad wieder, genau. Den werden wir jetzt erstmal abflexen und dann schauen wir weiter. Schauen wir weiter, wie wir es bauen. Skoll. Skoll. Geschafft! Welches nehmen wir? Nehmen wir das oder das? Wir nehmen das hier. Gut. Das wäre länger. Ne, wir nehmen das. So, jetzt seht ihr mal nochmal die Dimensionen nebeneinander. Das ist das neue Brennerrohr, das ist das alte Brennerrohr. Okay, vom alten. Oder was heißt vom alten? Vom kleinen. Okay? Vom kleinen, genau. Riesending. Und jetzt müssen wir natürlich das hier außen rum bauen. Genau. Und jetzt haben wir nicht so ein großes Rohr oder großes Vierkant gefunden. Deshalb werden wir dieses aus Blechen bauen. Genau. Und jetzt, was hast du ausgemessen? Wir bräuchten 140 mal 140. Genau, und das bauen wir uns jetzt außen rum und das werden wir uns halt einfach leider nur mit Blechen zusammenschweißen. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Also Olli, dann leg mal los hier. Dann werden wir das Ganze mal abmessen und mal zusammenbrutzeln.
So, der Jens darf jetzt auch mal was tun. Ja, eben. Da wollen wir uns mal angucken, wie ein Profi das macht. Ja, ja, genau. Da hat das Weldinger sich aufgehängt. Jetzt ist er wieder da. Das Weldinger ist wieder da, du kannst weitermachen. Ja. So, der Jens muss noch die Löcher einzeichnen. Die wollen wir nämlich vorher bohren, weil Luftlöcher. die Luftlöcher, damit das Ding nachher auch schön atmen kann. Da wir noch ein Gehäuse brauchen oder einen Pellet-Tank brauchen, müssen wir natürlich jetzt, und wir nicht so große Vierkant-Ding haben, müssen wir das Ganze selber abkanten. Genau, und da gibt es einen kleinen Trick, der kommt aus Norddeutschland. Norddeutschland, das können die Allgäuer aber auch. Da nimmt man mit Feingefühl nämlich die Flex, flext hier einmal auf der Linie. Genau, und kantet ab. Und dann kantet man das schön. Ja, dann mach mal, Olli. Ja, ich mach. Moment. Mal nehmen. Zack. Wofür der gute Weldinger Tisch nicht alles herhalten muss, hä? Ja. Brutal. Boah, der starke Mann. Der Mann fürs Grobe. Brauchst du noch Allgäuer Bier? Oh. Passt schon. Das wäre noch ganz gut. Ja, Leute, ihr kennt es dieses Jahr vom alten Feuerrohr oder vom kleinen Feuerrohr. Jetzt haben wir noch was Neues dazu. Und zwar haben wir jetzt hier noch ein Gitter zusätzlich an den Brenner hier ran. Und zwar ist der dazu da, dass die Pellets nicht geflutet werden. Oder nein, dass der Brenner nicht geflutet wird von den Pellets. Genau. Oder Olli? So ist es Genau, doch. das ist nicht so viel. Das ist was Neues und das können wir beim kleinen Feuerrohr auch noch mal zeigen dann. Aber Ja. das zeigen wir dann bei einem anderen Video, gell? Ja, Denk das ich mal. machen wir im anderen Video. Aber dann mache ich den jetzt einfach mal dahin. Genau. Jetzt zeige ich euch mal den aktuellen Stand. Jetzt sind wir fertig. Hier ist das Brennerrohr. Also hier ist der Brenner. Nee, hier ist der Brenner. Ja, also hier ist das Pelletbehälter hier. Genau. Und hier ist der Brenner selber mit diesen Löchern drin, die ich vorhin gebohrt habe. Und jetzt machen wir die Jetzt Flügel kommen machen hier wir Flügel hin. dran. Die kommen ungefähr so lang, das müssen wir gleich mal ausmessen. Und da müssen wir sehen, dass wir das hier bis auf 25 cm rausrechnen. Also 24 Genau, cm. 24 cm. 24 cm und dann machen wir halt diese Rundung. Das müssen wir ein bisschen aufzeichnen mal, dass wir die vernünftig hinkriegen. Genau. Und dann schweißen wir die an, rundherum. Ja, Leute, schaut's mal. Jetzt haben wir die Flügel fertig. Kann man die erkennen, Olli? Ja, kann man gut erkennen. Hier mit dem abgerundeten Teil hier. Haben wir genau ausgemessen. Genau ausgemessen. Und die werden wir jetzt hier an unser Brenner punkten. Genau, wir haben jetzt hier oben 4 cm Rand gelassen und dann machen wir das bündig mit der Außenkante Filmst du wieder irgendwas und hier anderes? unten auch. Ja, alles gut. Hau rein. Brat on. Äumel ist schief, wir müssen ein bisschen zurechtbiegen. Olli muss ein bisschen Pressing machen, Pressing. damit er gerade wird. Ja, Leute, wir haben jetzt leider so ein großes Rohr nicht gehabt, so ein Vierkant, deshalb haben wir es ja selber geschweißt. Selbst ist der Schweißer. Ja, Mann. Ah. Jetzt ist es aber krumm, oder? Zeig mal, zeig mal. Hast du es schön gebogen? Das ist in die andere Richtung gerade. Nee, ist gerade. Jetzt ist gerade. Jetzt müsste es passen. Optimal. Boah, meine Leute, schaut mal diese geile Kante an. Boah. Muss ich mir ja selber mal loben, oder? Ja, was denn? Olli hustet hier. Das ist doch geil geworden, oder? Ja, super. Mega. Mega. Da freuen sich die Pellets, wenn sie da durchrutschen. Jetzt haben wir einen neuen Tag und jetzt geht es weiter mit unserem mega krassen Projekt hier. Jetzt schaut mal, wie weit wir schon mal sind. Und zwar wird jetzt hier noch der Auffangbehälter für die Asche gemacht. Der ist natürlich jetzt auch riesig überdimensioniert. Aber ja gut, es ist einfach die Rechnung.
Und das wird einfach so groß, das Ding. Boah, das wird so Hammer, Olli. Wahnsinn. Ich glaube, wir brauchen da die Feuerwehr, wenn wir das Ding zünden. Mindestens, mindestens. Also legen wir mal mit unserem Aschebehälter los. Genau, den schweißen wir jetzt zusammen. Jetzt kommt unser Kantenprofi, Ja. der Spezialist für schick Für gerade Kanten. und Kanten. Jetzt sind wir schon mal weiter. Der Aschebehälter ist fest. Jetzt haben wir schon mal unten einen Fuß hingemacht. Hinten am Aschebehälter kommt hier ein langer Fuß hin. Und jetzt kommt's. Es ist nicht so wie beim kleinen Feuer. Ich sage immer altes Feuerrohr. Weiß ich auch nicht. Das kleine Schau mal, Feuerrohr. Das kleine Feuerrohr, da kommen jetzt ganz anders hin. Und zwar kommen da jetzt die Füße, die werden wir hier abschraubbar machen. Und zwar kommen die Füße an den Brenner ran, weil wir haben dann nachher nur ein dünnes Blech drüber und diese Füße oder dieses Gewicht von Glas wird es nicht aushalten oder allgemein das ganze Gewicht von diesem Feuerrohr. Deshalb werden wir die Füße hier an den Brenner schweißen. Wir haben jetzt mal daneben das normale Feuerrohr gestellt und jetzt seht ihr mal, Leute, schaut euch mal das an. Wir haben jetzt hier, der Olli hält jetzt gerade den Tank. Ja, der ist noch nicht festgeschweißt. Der ist noch nicht nur, festgeschweißt. dass ihr euch das vorstellen könnt, was hier noch rankommt. Aber schaut euch mal dieses riesen Teil hier an. Ich möchte noch mal kurz erklären, was wir gerade noch eben gemacht haben. Und zwar hier an diese Füße, die wir angeschweißt haben, haben wir noch eine Mutter mit einer Schraube reingemacht, um das Feuerrohr ins Wasser zu stellen. Also wir haben das jetzt ausgeglichen und haben es ins Wasser gestellt. Das kann man natürlich noch ein bisschen anpassen mit dieser Schraube. Und jetzt seht ihr einfach mal dieses riesen Äumelteil zum anderen. Geil, oder? Was sagt ihr dazu? Schreibt es mal unten rein. Ein Megateil einfach nur. Und das werden wir dann weitermachen. Womit machen wir weiter? Mit dem Ring hier. Mit diesem Ring. Mit dem Ring, das ist praktisch der Rohring, den müssen wir natürlich noch ein bisschen anpassen, dass er aufs Glasrohr passt. Und der wird jetzt hier, sieht man schon, wie das hinkommt, wird das festgeschweißt, dass wir da das Glasrohr reinstellen können. Genau. Und da drumherum kommt nachher ein Blech, dass wir richtig schön Zug auch reinkriegen in die ganze Geschichte. Gigantisch. Gigantisch. So, ich schweiße jetzt mal den Pellet-Tank fest hier. Der Olli hat ihn mir gerade bereitgelegt hier und hat ihn mir hingemacht. Super. Ey, mal ganz ehrlich, Olli, was ist mit dir los? Wieso? Weißt du, wo du den Pellet-Tank gerade fest machen wolltest? Das passt doch hier alles. Das passt ja schon, aber weißt du, was das ist hier? Ja, scheiße. Das ist unser Aschebehälter. Ja, wir wollten langen Lufteinzug. Hier so eine Hutze. Ey, Hätten wir beinahe festgeschweißt. Scheiße. du hast noch nicht mal ein Bier heute. Also, dann kriegt man mal richtig hin. Meine Güte. Meine Fresse. Geil. Oh. Ich hätte ihn fast gerade festgeputzelt. Ich auch. Und zwar haben wir jetzt hier oben einen Ring drauf geschweißt auf die Flügel. Auf die Flügel haben wir dann noch ein kleines Blättchen gemacht. Hier seht ihr diese Blättchen, damit das Glas eine größere Auflagefläche hat. Gleichzeitig haben wir unten einen Ring angebracht, hier, diesen Ring hier. Und zwar werden wir das Ganze mit Blech verkleiden, außenrum. Das heißt, von hier oben bis hier unten wird Blech verkleidet, damit wir eine schöne Luftzirkulation haben und dann praktisch diesen Kamineffekt zustande kommt. So schaut es aktuell aus. Es nimmt richtig Form langsam an. Ja, der Olli ist wieder fürs Grobe gemacht. Du, lass frei, ja, meine Gasflasche ganz hier. Ja? Das ist keine Gasflasche, das ist ein Spezialwerkzeug, um Bleche zu biegen. Ich bin heute mal der Blechner. Wir nehmen also dieses Spezialwerkzeug, legen das auf das Blech, knien uns da massiv drauf und können dann das Blech schön vorbiegen. Damit wir eine Rundung kriegen, eine gleichmäßige Rundung. Genau. Und dann können wir das schön um unsere Konstruktion legen und brauchen da gar nicht mehr viel biegen. Wir haben jetzt da echt ein mega Problem gerade, dieses Blech hier außen rum zu bekommen. Aber wir werden es schaffen. Wir werden es irgendwann schaffen, aber wir tun da echt wahnsinnig krass rum mit dem Ding hier. Schaut euch mal einen Olli an, was er Das sind jetzt grad Hilfskonstruktionen. Der Herr Ingenieur hat gesagt, er macht das jetzt mal. Ah! Was denn? Schon wieder Nix. so lang? Ja. So,
Augenklappe. Ich muss jetzt mal weggucken. Hast du? Geht's? Nicht schlafen, Olli. Wir haben uns da echt jetzt abgequält, mit das Blech hier da rumzukriegen. Wahnsinn einfach nur. Aber wir haben es geschafft, wir haben es verpunktet, wir haben es verschweißt. In der Mitte hier haben wir eine Naht gehabt, die haben wir wieder zugemacht. Sieht man nicht mehr, wird ja eh noch lackiert. Mega! Tag 3 bricht an. Wir sind jetzt relativ weit schon, aber wir haben uns jetzt entschlossen, wir machen hier noch eine Klappe rein. Und warum machen wir hier eine Klappe rein? Wir kriegen das Feuerrohr, wenn das Glas ja draufsteht, das sind 3 Meter Glas, zum Anzünden kriegen wir das Glas nicht mehr runter. Deshalb haben wir uns gedacht, wir zünden das Feuerrohr hier in dieser, nennen wir es mal, Serviceklappe an, in diesem Loch hier. Des Weiteren haben wir hinten auch noch eine Klappe rein, eine Notfallklappe und eine Reinigungsklappe. Oder da kommt eine Klappe rein. Und zwar, ja, das Feuerrohr kriegt man immer so einfach aus. Und somit kann man die Notfallklappe aufmachen und kann die Pellets rausfallen lassen. Olli, wie wär's mit Erde? Jetzt darfst du loslegen. Gut Leute, ich gebe euch jetzt mal ein Update, wie weit wir sind hier. Ihr seht jetzt hier die Serviceklappe zum Anzünden, haben einen schönen Hebel gemacht zum Aufmachen. Wunderbar. Wir haben auf der Rückseite ja auch diesen Hebel gemacht. Es ist auch fertig. Hier die Klappe und hier kann man dann die Pellets rausbringen und zum Säubern. Und jetzt haben wir hier an der Seite eine Halterung hingeschweißt und jetzt haltet euch fest, ich versuche mal hoch zu filmen. Und zwar die Gläser müssen ja irgendwie halten. Ho, 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 ho. Es hört nicht mehr auf, bis da oben. Es sind ca. 3,80 Meter, wie das Glas oben stehen wird. Echt heftig, Leute. Heftig. Hier kommt noch ein Ring hin, wo die zweite Glasröhre reinkommt. Wir sind fast fertig. Ich möchte euch ein kleines Update geben, was wir noch alles gemacht haben. Also wie gesagt, die Türen haben wir ja schon gemacht, da haben wir jetzt noch Dichtband hin, Kamindichtband hin. Neu dazu gekommen sind noch diese 2 Ringe. Diese 2 Ringe kann man nach oben verschieben, sind mit Flügelmuttern befestigt hier und man kann das Ganze dann nach oben schieben auf 1,50 Meter Höhe und auf den Rest halt oben, dass die Glasröhre hält. Genau. Wir werden jetzt versuchen, das Glas da aufzustellen und dazu brauchen wir auch 2 Leitern. Aber das machen wir dann im Schnelldurchlauf. Könntest du einfach mal zuschauen, wie wir dumm uns wahrscheinlich jetzt gleich anstellen werden. Na, schauen wir. Ich hole auch die zweite Leiter. Hol mal die zweite Leiter. Ihr seht das Ende, glaube ich, gar nicht von dem Ding da oben, oder? Geh doch mal zur Kamera, guck doch mal. Leute. Ich schwenk mal hoch. Und? Schwenkt mal hoch, genau. Schwenk mal hoch. Jetzt schaut, seht ihr das Ende da oben? Puh, okay. Absoluter, kranker Wahnsinn. Ob das Ding funktioniert? Keine Ahnung.
Aber wir werden sehen. Also das funktioniert. Und jetzt stell dir mal das kleine echte. Komm mal hierher. Komm mal hier. Komm Das mal, kann man Kleiner. schon da vorstellen. Komm mal, Kleiner. Komm mal her. So. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Das ist das Original. Dieses Video werde ich euch auch noch mal verlinken. Da gibt es ein paar Varianten. Eine Eigenbauvariante, wo man sich alles selber kaufen kann. Es gibt einen Bausatz. Den werde ich euch auch noch verlinken. Es gibt Und fertige, lackiert, unlackiert. fertige, unlackiert. Und in Niro habe ich auch noch eins. Niro gibt es auch noch, Edelstahl. Werde ich euch alles unten verlinken, dass ihr einfach mal nachschauen könnt. Dieses Ding ist jetzt wirklich keine Bauanleitung. Das ist jetzt nur mal für uns und für euch als Spaß gewesen. Und ich freue mich so dermaßen drauf, das anzuzünden. Aber ich habe Angst. Müssen wir da irgendwas abstützen noch, oder? Ja, es steht wunderbar. Das steht wunderbar. Das steht Wir haben wunderbar. es richtig massiv gebaut, Leute. Also ihr seht diesen Unterschied von diesen beiden Rohren gerade. Absolut krank. Und ich freue mich. Geil. Und wir schauen mal, was reinpasst. Weiß mal ein bisschen auf. So Leute, also ich habe jetzt mal hier mein Bier parat. Ich habe noch diese Flasche hier. Ich zünd mal an. Olli, zum Wohl. Ex oder Hose. Dann machen wir mal die Serviceklappe auf. Hui! Da ist jetzt ein Löchlein. Das sieht man jetzt nicht. Das ist das Luftloch. Und da werden wir jetzt mal einen Spritzer von dem Zeug hier reinmachen. Ja, da bin ich mal gespannt, du. Ups, gucke, komm schon unten raus. Ja, hast wieder gesabbert. Ja, alles gut. So, jetzt können wir nämlich mit dem Ding hier mal versuchen, dass wir das anzünden. Mal gucken, ob es geht. Das müsste man hier oben dann sehen. What? Ja, das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Da ist aber schon jetzt Zucht drauf. Wa? So, dann wollen wir die Serviceklappe mal wieder zumachen. Jetzt müssen wir einfach warten. Warten. und Warten starten. und warten und warten. Jetzt haben wir das zweite Feuerrohr auch noch mal daneben stehen. Jetzt normale Feuerrohr. Jetzt seht ihr gerade mal, wir kommen mit der Flamme auf circa 2 Meter, haben wir es gerade geschafft. Ich kann mal nicht glauben, dass wir komplett bis hoch kommen. Aber wir warten jetzt einfach noch mal ab, was das Feuerrohr spricht. So, Ja Leute, wir sind am Ende und zwar am Ende mit unserem Feuerrohr. Wir wollen das noch mal zeigen. Jetzt ist es dunkel. Wir haben es bis ganz oben geschafft. Also die Flamme ist fast auf diese 3,77 Meter. Nein, sprich, ja, Das 3 Meter Glas. das Also, komplette Rohr ist 3,77 Meter und wir haben hier 3 Meter Rohr und wir haben diese 3 Meter da oben jetzt geschafft. Ihr hört es auch vom Krach her. Also es ist wirklich richtig laut. Ja, das ja. ist wie ein startendes Flugzeug hier. Hier zieht, die Flammen ziehen hoch. Ihr hört es hoffentlich. Also Und das ist eine zieht Hitze hier. richtig hoch und es ist eine mega krasse Hitze. Und die Pellets, die rauschen da durch, das ist der Wahnsinn. Also wir haben jetzt schon den dritten Sack. Den dritten Sack drin, gell? Olli, haben wir gut gemacht. Jo. Mega, Weltrekord, größtes Feuerrohr der Welt. Prima. Wer sich's baut, nachbauen zu traut. Nachbauen, ja. Gott, ich kann schon gar nicht mehr reden vor Aufregung. Leute, lasst einen Kommentar da.
lasst ein Like da, abonniert den Kanal, besucht den Oliver auf Feuerrohr.de. feuerrohr.de. Ja, da kann Unten man werde ich es noch einmal verlinken. Alles gut und ich denke mal, wir haben was richtig Geiles geleistet. Geil. Macht's gut, schöne Grüße aus dem Allgäu und bis demnächst hoffentlich. Servus. Oh, Wahnsinn. Oh, Wahnsinn. Servus. Servus. Ich sag nur Servus. Also geil. Moin, moin. Moin, moin. Geil. Guten Morgen zusammen. Der nächste Tag ist angebrochen. Ich wollte mir das Feuerrohr mal anschauen und euch mal zeigen. Schaut mal, diese Glasröhre ist überhaupt kein bisschen Ruß dran, überhaupt nichts. Es ist nur leicht noch ein bisschen beschlagen, weil wir ziemlich in der Früh haben. Aber die ist total sauber. Und jetzt jetzt könnt ihr sehen, wie sauber das alles verbrannt ist. Und vor allem das Lustige daran ist, jetzt schaut mal unten den kleinen Müllhaufen an. Das ist das Einzige, was aus wie viel Kilo? 30 Kilo Pellets übrig geblieben ist. Dieser kleine Mini-Haufen hier ist das Einzige. Gigantisch, Leute. Also Weltrekord, geglückt. Echt happy mit dem Ding. Ob es natürlich jetzt sinnvoll ist, ob man das jetzt wieder heim nachbaut, ich glaube eher weniger. Aber gut, der Spaß war es wert.